Hallo liebe Hungrige, pünktlich vor Ostern gibt's Spargel, also hier jedenfalls. Und dieses Rezept hier ist wirklich sehr, sehr lecker. Überzeugt selbst Gourmets, kocht's unbedingt mal nach, lohnt sich wirklich. Und wir brauchen dafür grünen Spargel und Lende vom Schwein, Bandnudeln, gern die breiten. Wir brauchen eine große Zwiebel, an Gewürzen reichen Pfeffer und Salz. Frische Kräuter werden benötigt, Petersilie und Schnittlauch, aber auch Kerbe bieten sich an. Für mich persönlich ist die Krönung Estragon, hat ja aber nicht jeder. Wir brauchen außerdem Sahne und zum Andicken entweder Soßenbinder oder Speisestärke. Einmal Vorbereitungsarbeiten müssen sein, die Kräuter, ganz gleich für welche ihr euch entscheidet, klein hacken oder schneiden. Nun zum Spargel. Wir schälen ihn allerdings nur das untere Drittel, zweckmäßigerweise mit dem Spar- oder Spargelschäler. Haben wir das erledigt, schneiden wir das untere, meist holzige Stück ab, so ungefähr 1 cm. Und dann schneiden wir die Spargelstangen längenabhängig schräg in 3 oder 4 Stücke. Die Zwiebel wird geschält und anschließend gewürfelt, womit wir uns nun dem Fleisch zuwenden. Und dieses schneiden wir nun mit einem großen scharfen Messer quer in 1,5 bis maximal 2 cm dicke Scheiben. Haben wir dies erledigt, würzen wir sie erstmal von der einen Seite. Wir würzen mit Pfeffer und auch mit Salz. Und nun erhitzen wir in einer tiefen, weiten Pfanne etwas Öl und geben nun die Fleischstücke hinein mit der gewürzten Seite nach unten. Und nun würzen wir auch die andere Seite und wie gehabt mit Pfeffer und ebenfalls mit Salz. Und nun die Fleischstücke bei hoher Temperatur rundherum braun anbraten, also auch immer mal wenden. Sind wir soweit, nehmen wir nun die Fleischstücke erstmal aus der Pfanne raus, stellen sie beiseite und geben nun in den verbliebenen Bratensud die Spargelstücke und außerdem die gewürfelte Zwiebel. Spargel und Zwiebel jetzt im Bratenfett andünsten, wieder umrühren dabei. Parallel dazu setzen wir mal die Pasta an, geben die Bandnudeln also ins kochende Salzwasser, kochen sie al dente und gießen sie anschließend ab, heben aber ein bisschen von dem Nudelwasser auf. Zurück zur Pfanne, wir würzen jetzt wieder mit Pfeffer, ebenso mit Salz. Dann gießen wir etwas Wasser dazu, bei mir sind das 100 Milliliter. Auch die Sahne schütten wir jetzt mit in die Pfanne, rühren alles mal um und lassen dann alles offen für ca. 5 Minuten kochen. Nun brauchen wir die gehackten Kräuter, streuen davon ungefähr die Hälfte ein und dicken die Soße nun an, entweder mit Soßenbinder oder so wie ich, mit etwas mit kaltem Wasser angerührter Speisestärke, diese einrühren und nun geben wir auch das Fleisch wieder mit in die Pfanne, alles miteinander vermengen und das Fleisch darin wieder aufwärmen. Fehlen noch die abgegossenen Bandnudeln, auch diese kommen nun mit dazu. Wir vermengen alles und können nun, falls es uns ein bisschen zu trocken erscheint, von dem zurückgehaltenen Nudelwasser dazugeben. Ich mache das jedenfalls. Dieses einrühren und nun nochmal abschmecken und zwar wieder mit Pfeffer, ebenso mit Salz und nun geben wir auch ein Schlückchen von dem Zitronensaft dazu. Nochmals umrühren und dann können wir die nun fertige Pfanne vom Herd nehmen und auftun. Gebt jetzt noch ein bisschen von den frischen Kräutern darüber und genießt dann dieses wirklich köstliche Essen. Ich meine zartes Schweinefilet, kombiniert mit grünem Spargel und Bandnudeln, das muss ganz einfach lecker sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls es bei euch aber vielleicht doch lieber Fisch geben soll, ist ja gleich Karfreitag und dazu als Dessert vielleicht Muffins. Dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.